Es gibt von Albert Einstein ein tolles Zitat, das ist eins meiner Lieblingszitate, das da heißt: Beschäftige dich nie mit den negativen Leuten, weil die haben für jede Lösung ein Problem. Und genau darum geht es heute. Wir sprechen über Problemlösungen und mein Gast, der hat ein großes Projekt, das zeigt, dass man mit Lösungen in eine neue Zeit gehen kann. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind bei einer Gesprächsreihe. Also eins von mehreren Gesprächen findet jetzt statt mit dem Erwin Annau und wir sprechen über sein grünes Paradies. Und ich sage herzlich willkommen, Erwin, grüß dich. Hallo Robert, freut mich, dass ich hier sein darf und ich stehe dazu zu deiner Verfügung, dass du Fragen stellen kannst über unser schönes grünes Paradies. Wir haben ja einiges vor. Wir haben gesagt, wir machen mehrere Talks, wir haben verschiedene Themen. Erstmal zu dir. Du kommst unverkennbar aus Österreich, du kommst aus Wien. Ja, und was ist so dein Stand im Leben gerade? An welcher Stelle stehst du momentan? Ich stehe auf dem Wendepunkt, wie du richtig sagst. 60 ist das neue 40. Ich bin jetzt 62 Jahre jung, ja, und bin eigentlich vor die Wahl gestellt, wie viele Menschen, mit denen ich heute spreche, was mache ich aus meinem Leben? Wo geht eigentlich die Reise hin? Will ich den Rest meines Lebens so verbringen, wie er bis jetzt gelaufen ist? Und ich bin halt jemand, der sehr vieles im Leben getan hat und ich war auch immer ein Querdenker und ein bunter Hund. Ich habe immer versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen, aber das hast du wahrscheinlich gelesen, meine Biografie. Jemand hat einmal gesagt, bei deiner Biografie, wenn man Raucher ist, muss man zumindest eine Zigarette dazwischen rauchen. Aber das kommt halt im Leben zusammen, wenn man ein Suchender ist und ich bin ein Suchender. Also wir wollen ja in unserer Gesprächsreihe auch auf Themen eingehen, die unsere Menschen beschäftigen, aber primär nicht in die Probleme hineinzuschauen, weil die Probleme kennen wir mittlerweile. Genau. Wir wollen Lösungen anbieten. So ist es. Und du hast eine Lösung dir ausgedacht oder hast ein großes Projekt auf den Weg gebracht, nämlich das grüne Paradies. Warum grün und wieso ist es das Paradies? Okay. Meine Art und Weise an Sache ranzugehen ist, gehe jeder Sache auf den Grund. Und also ich habe angefangen, der Gesundheit auf den Grund zu gehen, schon vor 35 Jahren, als ich so dick war und ziemlich krank war. Da hat mich dann ein Arzt geheilt, der Dr. William Donald Kelly, den werden wir dann noch extra besprechen einmal. Und da habe ich einfach mit der Naturheilkunde mich beschäftigt, bin aber dann Jurist geworden, also war die Naturheilkunde für mich nicht mehr sinnvoll. Ich habe, als ich den Kelly kennengelernt habe, später dann eine Ärztin geheiratet, die habe ich zur Naturheilkunde gebracht und dann ist die Medizin eigentlich in meinem Leben verblasst, weil als Jurist und Steuerberater hat man mit Medizin nicht viel am Hut. Als ich dann vor 4 Jahren sehr krank war, meine Frau war todkrank, haben wir dann die Medizin wieder ausgepackt, weil wir waren genau dort, wo die meisten Leute sind. Burnout, Tumore hat meine Frau gehabt. Also wir waren auch eigentlich auf den Punkt angekommen, wo es jetzt dann nur mehr bergab geht. Ja, den üblichen Weg der Schulmedizin gehen, mit Chemo, mit Bestrahlung, mit Operation. Und meine Frau wäre heute sicherlich nicht mehr da. Und wir sind dann vor 4 Jahren einen anderen Weg gegangen, haben die Gesunde wieder ausgepackt, haben dann angefangen, uns selbst gesund zu machen. Dann kamen die Leute zu uns, haben gesagt, wie hast du das gemacht? Dann wollten die Leute das lernen, dann haben wir das ihnen unterrichtet. Aber in diesem Prozess, in diesen 4 Jahren, habe ich mein Leben immer mehr in Frage gestellt und habe festgestellt, dass egal wo ich hinschaue in unserer Gesellschaft, es ist alles im Argen. Ob ich jetzt hinschaue zur Bildungspolitik, ja, wo die Kinder immer länger in die Schule gehen und immer weniger lachen und immer weniger lernen, ja, die Kinder gehen ja heute an der Bildung vorbei. Ja. Ob es die Medien sind, die also dermaßen vor Lügen voll sind, dass man heute ja nicht einmal sie als Lachnummer mehr nehmen kann. Also ich habe keinen Fernseher mehr, schon lange meinen Fernseher abgedreht. Ja. Und egal wo man hinschaut, zur Steuerpolitik, ja, wo man eigentlich mit der Steuerpolitik das Land in den Ruin steuert, zur Finanzpolitik, zur Geldpolitik, egal wo man hinschaut, man muss neu anfangen. Und dann kam dieser Gedanke, jetzt mache ich einmal den Tisch komplett sauber. Ich brauche ein Stück Land, das groß genug ist, um andere Querdenker, andere Menschen, die sich vor derselben Sinnfrage im Leben stellen, andere Menschen herzuholen und sagen, machen wir es doch einmal anders. Zeigen wir doch einmal, dass es anders geht. Und dann kam diese Suche nach dem Land und die war interessant. Ja? Und wie bist du auf das grüne Land gestoßen? Also ich darf es jetzt gleich mal vorwegnehmen, es ist Paraguay. Ja. Du hast also in Paraguay ein Stück Land entdeckt, das ideal war für deine Pläne. Ich nenne es liebevoll meinen Schrebergarten. Ja, weil das ist ein bisschen ein größerer Schrebergarten. Ja. Er hat 16 Quadratkilometer, also 1600 Hektar, genau 1597 Hektar. Und den haben wir gekauft. Ja, einfach gekauft.
Warum? Irgendjemand muss es ja tun. Es ist ja das Problem, dass die Leute nur über das Problem reden. Ja, es gibt tausende Sendungen, Millionen von Webseiten mittlerweile über die Hillary und über den Trump und über die Bilderberger und über wie sie alle heißen, ja, und über apokalyptische Szenarien, und keiner redet über die Lösung. Irgendeiner muss sich doch hinstellen, die Ärmel aufkrempeln und sagen, okay, dann suchen wir doch mal eine Lösung. Ne? Und vor 4 Jahren hatten wir eben das Problem, wir haben gewusst, dadurch, dass wir mit unserem Railjuve-Seminar, zu dem werden wir später mal kommen, durch unser Gesundheitsseminar so erfolgreich waren. Die Leute haben das gelernt, haben das umgesetzt im Leben, und dann haben sie so Kleinigkeiten verloren wie Krebs und Herzinfarkt und solche Dinge, ja, und Herzkrankheiten. Warum? Weil sie sich selbst geheilt haben. Ja, wie du weißt, also Albert Schweitzer hat gesagt, noch nie hat ein Arzt einen Patienten geheilt. Das hat immer der Patient selbst getan, und wir Ärzte stehen im Weg. Ja, Albert Schweitzer war immerhin Nobelpreisträger. Und wir haben dann festgestellt, wenn wir hier weitermachen in Österreich und wir zeigen den Leuten, wie es geht, dann werden wir irgendwann Probleme kriegen. Obwohl wir mit einem Netzwerk von Ärzten arbeiten, wir behandeln niemanden, wir greifen niemanden an, behandeln mit der Hand, das macht dann der Arzt. Aber trotzdem, wir haben gewusst, irgendwann gibt es ja Brösel, auf gut Wienerisch. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwo hingehen, wo man uns auch tun lässt. Ne? Ja. Und dann haben wir seit 4 Jahren Länder gesucht. Wir waren in Thailand, dort kann man kein Eigentum erwerben. Wir waren in Kanada, wir waren in USA, wir haben uns Burma angeschaut, wir hatten Angebote aus Sri Lanka, aus Indonesien, also überall, Philippinen. Und in die Karibik wollte ich eigentlich. Ja? Meer, blaues Wasser, das liebe ich. Und vor 2 Jahren, Karibik, hat man halt den Feuerring, da hat man die Erdbeben, da hat man die Tsunamis, da hat man wieder andere. Und die Amis sind die Tsunamis und die Amis, ne? Die sind relativ nahe, ja? Sind aber gleich schlecht. Ja? Und also auch Mittelamerika, also Panama, alles war hier, da gibt es wieder die Papiere. Ne? Und wir hatten überall, wo man hinschaut, hatten wir eigentlich ein Problem. Dann kam eine Frau vor 2 Jahren und gesagt, wie wäre es mit Paraguay? Und ich gesagt, nein, kein Meer. Ne? Das war mit kein das Meer. Liegt ja inmitten von Südamerika, im Herzen von Südamerika. Und wie groß Paraguay ist, muss man sich ja vorstellen. Das schaut so klein aus, aber Paraguay ist so groß wie Deutschland, Schweiz und Liechtenstein gemeinsam. Hat aber nur die Einwohner von 2-mal Berlin, damit man so die Idee kriegt. Ja, also es sind sehr wenige Menschen. Sehr lustige Menschen übrigens, das ist das glücklichste Volk der Welt übrigens. Es gibt so Umfragen, das sieht man auch. Die Menschen sind strahlend, die gehen auf dich zu, die lachen, die versuchen mit dir zu kommunizieren. Ist das die Mentalität der... Die Mentalität ist ganz anders. Ein christliches Land, ja, ein sehr christliches, die lassen also Dominationsreligionen gar nicht beim Wie sagt man eigentlich das Wort? Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Paraguayaner oder Paraguayaner kann man sagen, ja. So, okay. Paraguayisch oder paraguayanisch. Ne? Okay, ja. Und jedenfalls sagte sie mir Paraguay. Und ich habe gesagt, nein, kein Meer, hohe Kriminalitätsrate. Ne? So, wie man so tut, wenn man etwas da googelt, sage ich immer. Ja? Man googelt irgendwas und meistens kommt bei Google ja auch nur Schwachsinn raus. Da muss man sich erst einmal entscheiden, was hier wirkliche Daten sind. Und dann kam aber Paraguay immer wieder. Und dann habe ich mir das einmal angeschaut mit dem Meer, und dann habe ich gesehen, Moment, Paraguay hat aber Süßwasser und Paraguay hat riesigen Wasser. Der Paraná ist so breit, dass man das andere Ufer nicht sieht. Dort gibt es Sandstrände, also wenn ich das will, kann ich auch einen Sandstrand haben, sogar mit Karneval. Und die Kriminalitätsrate ist wesentlich geringer als die in Deutschland, wesentlich geringer mittlerweile, aber zu dem kommen wir auch noch zu dem Thema. Und vor allem auch Paraguay ist ein großes Land. Es ist ein Unterschied, ob ich die Kriminalitätsrate im Chaco nehme, im Norden, oder die Kriminalitätsrate in Villarrica, wo wir sind in der Nähe, eine Universitätsstadt. Ja. Kannst du ungefähr ein bisschen beschreiben, wo sich dieses Gebiet befindet? Also was ist die nächste größere Stadt in der Nähe? Die nächste größere Stadt ist Villarrica mit 70.000 Einwohnern. Das ist eine Universitätsstadt. Ja? Also wir haben dort 4 Universitäten, eine Universitätsklinik, also eine Stadt, wo man wirklich alles bekommt. Wir sind ungefähr 140 Kilometer Luftlinie entfernt von Asunción. Das ist die Hauptstadt? Ja, das ist die Hauptstadt. Asunción hat so ungefähr 1,6, 1,7 Millionen Einwohner. Und wir sind südlich von Villarrica, 53 Kilometer in Caçapá, mit Z-A-A-P. Also das ist jetzt auch nicht am Ende der Welt, nein. sozusagen, aber es ist gut erreichbar. Caçapá hat 20.000 Einwohner und Caçapá ist sehr sauber. Das ist uns sofort aufgefallen, diese Stadt, wenn man sich die Fotos auf Google Earth anschaut, ist wirklich sauber, wie aufgeschleckt, wie vom Prospekt. Und das hat einen Grund, weil um Caçapá herum wohnen sehr viele Deutsche.
Und das ist auch wieder etwas, das ist das Heimatgefühl, das den Leuten hier verloren geht. In Paraguay gibt es mehr Deutsche als in fast allen Ländern, anderen Auswanderungsländern. Ich komme mit Deutsch viel besser durch als mit Englisch. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Deutschland ist ein traditionelles, also Paraguay ist ein traditionelles Land für Deutschland und die Deutschen haben dort einen hohen Stellenwert. Zum Unterschied zu Deutschland haben die Deutschen in Paraguay einen hohen Stellenwert. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, bei uns ist es, je mehr du Migrant bist, desto mehr Stellenwert hast du. Dort ist es so, dass der Deutsche angesehen ist. Ja? Und das ist auch ein Grund, warum wir wirklich nur handverlesene Leute ins Projekt nehmen, weil wir wollen die richtigen Deutschen dort auch richtig. Also es gibt auch die richtigen Österreicher, muss es immer. Also du bist da jetzt wirklich richtig fündig geworden und hast da einen Ort entdeckt, der für dein Projekt geeignet war. Und du bietest quasi du planst ein großes Projekt, du bist mittendrin, dass du Land zur Verfügung stellst für Menschen, die da mit in dieses Projekt einsteigen wollen. Genau. Also man kann Parzellen erwerben, man kann sich da quasi einen neuen Lebensmittelpunkt schaffen in diesem Projekt des grünen Paradieses. Wollt ihr da eine richtige Stadt gründen mit Stadtkernen oder sind es nur einzelne Siedlungen, wie man es von anderen Anbietern auch kennt? Also das ist auch einmal interessant, wo sind die Unterschiede? Das ist nicht eine Planung, ja, und das ist nicht etwas, wo ich eine Idee habe, man könnte, sollte, sondern wir haben eine Gesellschaft gegründet mit 500.000 Eigenkapital, ja, eine Aktiengesellschaft, die Reljuv SA. Wir haben das Land gekauft, das gehört uns. Wir sind Eigentümer. Das Land wurde übernommen mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, es ist nicht nur eine fixe Idee, die du hast, sondern das läuft alles schon. Das ist schon, ja. Ja, okay. Also auch interessant, manche Leute sagen, na, bin ich da jetzt einer der Ersten? Nein, du bist nicht einer der Ersten. Und die ersten Leute werden in den nächsten Monaten schon hier übersiedeln. Es werden dort 5.000, 6.000 Häuser gebaut. Und jetzt kommen wir zu dem ganzen Ding, wenn jetzt Deutsche auswandern wollen, auch nach Paraguay, ja, dann googeln sie wieder. Googeln ist immer sehr gut, man googelt und dann googeln sie, und in Paraguay bekomme ich einen Hektar ich weiß nicht was, 1.500, 2.500 Euro. Dann sage ich, aha, ich zeige dir das Land. Ne? Und das ist ein Land, das 10 Monate im Jahr unter Wasser steht, ja, wo du nichts tun kannst. Und also auch hier ist es wichtig, in die Fremde zu gehen. Ja, wir haben das lange genug, dann bist du in der Fremde, dann sitzt du irgendwo und dann fällt dir die Decke am Kopf, weil du kennst niemanden und meistens wirst du auch in der Fremde abgezockt. Ja, ja. In Paraguay gibt es leider ein Sprichwort, das heißt, Gott schütze uns vor Tsunamis, Erdbeben, Hurricanes und den Deutschen, die im Ausland wohnen. Ne? Es ist lustig, weil es ist halt einfach so, wenn ich als Deutscher in die Fremde gehe, ja, leider gibt es auch dort schon andere. Wir haben komplette Listen mit den Deutschen, mit denen man Geschäft machen sollte und mit den Deutschen, wo man nicht zurückruft. Also wir sind dort vernetzt. Das ist ganz wichtig für uns. Wir sind in einem Land, wo wir bis in die oberste Regierungsspitze vernetzt sind, wo wir ein Büro jetzt schon haben mit einer Inhouse-Anwältin, mit einer Inhouse-Wirtschaftsprüferin, wo einfach eine Infrastruktur da ist, hier wird Deutsch gesprochen. Hier gibt es einen Vorstand, der 12 Sprachen spricht und hochgebildet ist. Ja, hier gibt es einen zweiten Vorstand, den man aus diesen alternativen Sendungen schon kennt, von der Urwaldaufforstung her, ja, den Andreas Jelinek. Hier gibt es Leute, wo ich nicht in die Fremde komme, sondern wo ich nach Hause komme, und zwar nach Hause zu anderen Querdenkern, zu anderen Menschen, die ein grundsätzliches Prinzip haben, nämlich es geht doch mit Vernunft auch, ja, in diesem Wahnsinn, in dem wir hier leben. Ja. Also du sprichst primär Leute an, die aufgewacht sind. Genau, ich spreche Aufgewachte an und wir wollen hier etwas machen. Man muss einmal Folgendes sagen, warum kommen die Leute zu uns? Ja? Die Leute kommen eigentlich zu uns, weil sie sich absichern wollen. Und wie du ja weißt, aus meinen diversesten Nachrichtensendungen und Inseraten, weißt du ja, dass ich Absicherungsexperte bin. Also man kennt mich auf 3 Kontinenten, es waren 45.000 Leute in meinen Seminaren und da geht es in erster Linie um Absicherung. Und Jahre hindurch, seit 6 Jahren, kläre ich die Leute über den Betrug im Finanzsystem auf, über den Betrug der Versicherung. Übrigens darf ich ja sagen, 1984, Landgericht Hamburg, Versicherung ist legaler Betrug, das ist ein Gerichtsurteil, ich zitiere nur ein Gerichtsurteil. Ja, man sollte das wissen. Und ich erkläre die Leute auf über die Fonds und über die ganzen Dinge, die im Endeffekt nichts wert sein werden. Derzeit wird der Euro gerade vernichtet, wie man sieht. Ne? Und gestern habe ich noch mit meinem Broker gesagt, der Euro wird Parität mit dem Dollar erreichen. Nein, das geht nicht, das stimmt nicht. Jetzt sind wir bei 1,03. Also es geht genau. Und das mache ich ja, das ist ja mein Job. Also mein erlernter Job ist Absicherungsexperte, das mache ich seit 6 Jahren.
Und noch vor 1,5 Jahren kamen die Leute zu mir und gesagt, Herr Annau, ich brauche ein bisschen Gold. Sie wissen, also du weißt, ich bin für verbotsgeschützte Edelmetalle zuständig. Ja, verbotsgeschützte Edelmetalle, eine eigene Kategorie. Und das war noch vor 1,5 Jahren, war die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Das heißt, die Leute sind gekommen, wir haben denen Edelmetalle gegeben, wir haben denen ihre Immobilien krisenfest, zwangssteuersicher gemacht, wieder ein eigener Begriff. Ja. Und das war die Welt, damals war es in Ordnung. Ja. Und seit 1,5 Jahren hat sich aber dieses Anforderungsprofil für mich als Absicherungsexperte massiv geändert. Die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe Angst vor der Überfremdung, ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Ich habe hier in der Straße ein Flüchtlingsheim. Jetzt eine Tirolerin ruft mich an und sagt, ein Flüchtlingsheim haben Sie hier vor die Nase gebaut und Sie haben schon eine 60-Jährige vergewaltigt. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge, absolut nichts. Jeder Mensch, der hier nach Deutschland kommt oder nach Österreich, sich hier integriert, hier arbeitet, seinen Beitrag leistet, die Sprache lernt und sich an unserer Kultur sich sozusagen orientiert, ist mir willkommen. Aber wir importieren natürlich genau die falschen Leute. Das Problem ist sind ja nicht die Flüchtlinge, das Problem ist, wir importieren die falschen Leute. Wir werden ja diese ganzen Hintergründe in unseren weiteren Gesprächen noch ein bisschen genauer analysieren, weil das sind ja Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Was mich jetzt primär interessiert, um auch die Leute ein bisschen neugierig zu machen aufs neue El Paraíso Verde, das grüne Espanol, also wer Spanisch kann, ist in Paraguay auch gut aufgehoben. So ist es. Was planst du denn in dem Zentrum noch? Also ihr wollt viele Häuser bauen und eine gewisse Infrastruktur, aber wenn du jetzt sagst, das sollte eine alternative Infrastruktur grundsätzlich, werden, was wird da so gebracht? Macht ihr alternative Gesundheitszentren? Was wirst du da mit auf den Weg bringen? Grundsätzlich, um das nur zu Ende zu führen, sind nur 3 Gründe, warum die Leute auswandern. Migration, Steuerrepression, immer mehr Steuern und Bürokratie. Ja. Die 3 Gründe sind in den letzten 1,5 Jahren viel wichtiger geworden als Edelmetalle und alles andere. Und ich habe mich angepasst und habe gesagt, das machen wir doch bitte unseren kleinen Schrebergarten mit 16 Quadratkilometer und hier gibt es nur ein Gesetz, das Gesetz der Vernunft. Ja? Okay. Erlaubt ist alles, das Motto ist im Prinzip das Motto ist eine Gemeinschaft, ja, die auf dem Prinzip von Freiheit, Frieden, Solidarität, Verantwortungsgefühl, das gehört dazu, also Verantwortungsbewusstsein, aber auch Handschlagqualität und Verlässlichkeit basiert. Ja. Also Handschlagqualität heißt, ein Wort gilt. Genau, ein Wort gilt. Ja. Das ist eigentlich ganz wichtig, das Wort soll gelten, das ist ganz wichtig, weil wir hätten das Projekt nie machen können. Wenn wir uns nicht auf das Wort unserer Geschäftspartner dort verlassen hätten können, das wäre gar nicht gegangen. Wenn ich nicht Klienten gehabt hätte, die gesagt haben, hier hast du mein Geld, mach mal, Erwin, wäre das auch nie zustande gekommen. Wir hatten 4 Grundstücke in Verhandlung. Also wir haben das Geld schon gehabt und mussten 3-mal wieder weggehen und uns ein anderes Grundstück suchen, weil die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Und ein Ort, wo die Menschen auf der Basis von Freiheit, von Vernunft, von Solidarität, von Verlässlichkeit, von Handschlagqualität leben können und wo im Prinzip alles erlaubt ist, wo meine Freiheit nur dort endet, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Reines Naturrecht. Auf der Basis bin ich der festen Überzeugung, dass es Menschen geben wird, die gleich ticken. Und wenn wir uns zusammentun, uns in die Augen schauen und sagen, wenn wir eine Differenz haben, dann reden wir die aus, ne? Dann muss es möglich sein, dass man ein paar tausend Leute zusammenkriegt, die einmal der Welt zeigen können, dass es anders geht. Aber der Boden selber gehört noch zum Staatsgebiet von Paraguay. Das ist jetzt nichts Exterritoriales von Paraguay, aber wie ist der Status da von deinem... Okay. Wie nennt man es am besten? Es ist eine autonome Gemeinschaft, genommen. Ja, diese autonome Gemeinschaft, der Paraguay hat Erfahrung mit dieser autonomen Gemeinschaft, die machen das seit 500 Jahren. Und die schützen diese autonomen Gemeinschaften sehr, sehr stark, weil sie das Rückgrat für die Entwicklung des Landes sind. Die Jesuiten waren die ersten, dann kamen die Mennoniten und später gab es auch Privatpersonen, so wie wir jetzt, die solche autonome Gemeinschaften gegründet haben. Wir geben uns unsere eigenen Gesetze, wir geben uns unsere eigenen Regeln, wir haben unsere eigene Gerichtsbarkeit, wir könnten auch unsere eigenen Gefängnisse machen, was wir nicht machen. Also wenn einer wirklich was anstellt, dann liefern wir den aus. Ja? Aber die Polizei fragt, bevor sie bei uns reinkommt. Und das heißt, also wir könnten, ich weiß nicht was, irgendwann habe ich gefragt, könnt ihr Hanfarm bauen? Na klar kann ich Hanfarm bauen, aber ich muss natürlich
der Regierung sagen, was wir bauen, welche Hanfsorten, was wir tun. Das ist schon. Also die Regierung kommt eigentlich nur rein bei ganz schweren Verbrechen, auch Drogenkriminalität. Das machen wir nicht, haben wir auch nicht vor. Ja? Und das sind alles so Dinge, wir haben im Prinzip weitestgehende Autonomie, uns selbst zu verwalten. Wir haben unser eigenes Schulrecht, unser eigenes Krankenhaus etc. Ja, also wir haben kein Krankenhaus, wir haben ein Gesundheitszentrum. Ja, Krankenhäuser gibt es nicht bei uns. Das sagt das Wort ja schon, was es ist. Genau, das ist ein Krankenhaus, das haben wir nicht. Was wir dort vorhaben, zentral, weil ja auch die Railjuv SA, das auch dieses Land gekauft hat, zentral ist ein Gesundheitszentrum. Also wir wollen den Leuten zeigen, wie man gesund lebt. Ja, und jetzt bin ich 62 und naja, also an und für sich noch ganz gut benannt. Und wir wollen den Leuten eigentlich zeigen, dass man anders leben kann, dass man dass man auch dieses Altern umdrehen kann. Ne? Und das Gesundheitszentrum wird ein zentraler Punkt von dem. Wir werden ein Seminarzentrum machen, weil ich möchte gerne lernen. Ich bin ein ewig Lernender und ich möchte die gescheitersten Leute der Welt bei uns am Grundstück haben, die dann im Seminarzentrum das, was sie zu sagen haben, sagen, sodass die Lehrer der Welt zu uns kommen können. Wir werden die alle aufzeichnen, das ist einfach sinnvoll. Dann machen wir dort solche Dinge wie einen 50 Hektar See, den buddeln wir aus. Wir haben 7 Seen am Grundstück übrigens, 7 kleine. Da buddeln wir einen aus auf 50 Hektar, damit man auch segeln kann, damit es Seegrundstücke gibt. Also für die ein bisschen mehr Geld haben, sollen sich am See ein schönes Grundstück machen. Also die Qualität des Gebiets, wo die wohnen, ist dann einfach schöner. Das wird urban entwickelt. Wir machen einen kleinen Ort. Also meine Idee ist mediterran, damit es ein bisschen so wie ein norditalienischer oder wie ein spanischer Ort ausschaut, ein bisschen heimelig, wo man auch draußen sitzen kann und einen Mate-Tee trinken kann oder einen Kaffee trinken kann. Wir machen dort, ich bin jetzt angesprochen worden, für Anastasia-Gemeinden. Ja? Weil also das ist eine Riesenbewegung auf der Welt, Anastasia. Und ich habe gesagt, kein Problem. Wir haben 374 Hektar von diesen 1597 Hektar, wo wir nur Permakultur machen dürfen. Ja. Das gehört nämlich schon zu einem Naturschutzgebiet. Aber da dürften wir den halben Hektar laut Anastasia auf Permakultur machen und den anderen Hektar hat als sein Haus. Ja? Also solche Dinge werde ich angesprochen. Wir werden dann eine Schule machen. Ja? Ich denke eher an eine Leistschule. Also das heißt, wo die Kinder auch kommen. Ja? Also klar, wenn Familien sind da, sind Kinder da. Ja. Ab 01.01.2018 geht unsere Schule los und die wird nach den Grundprinzipien eher von Schettinin und Leis gehen, wobei ich mich nie einordnen lasse. Ich bin aus allen Religionsgemeinschaften rausgeflogen, aus allen Sekten rausgeflogen, weil ich immer unangenehme Fragen stelle und weil ich mich nicht einordnen lasse. Ja, ich lasse mir nichts sagen, ich lasse mir nichts verbieten und genauso, wenn wir eine Schule dort machen, schauen wir uns dann ganz genau an, was ist für die Kinder am besten. Aber nachdem die beiden Schulleiter, wir machen ein eigenes Interview noch dazu, aber nachdem die beiden Schulleiter sich selbst kleine Kinder haben, mit 9 und 11 Jahren, sind die natürlich interessiert, die bestmögliche Schule zu haben. Klar. Und im Prinzip soll das werden ein Ort auch der Forschung für alternative Heilmethoden. Wir werden uns vernetzen mit der Uniklinik in Villa-Rica. Wenn man zum Beispiel in Österreich eine Parasitenkur nach Kalka macht, ne, dann als Arzt ist man gefährdet. Sagen wir sehr vorsichtig. Ne? Aber der Herr Kalka, wenn der in Südamerika einen Vortrag hält bei der Universitätsklinik, dann rollen sie den roten Teppich aus. Also heilen ist ja in Österreich und in Deutschland verboten. Das heißt, manche Länder sind schon einen Schritt weiter. Ja. Genau. Und manche Länder sind weiter und wir suchen eigentlich nach der Wahrheit. Genau genommen bin ich ein Wahrheitssuchender. Ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. Und ich bin weder rechts noch links noch irgendwo. Ich höre mir die Wagenknecht genauso an wie den Gregor Gysi und den Sarrazin, genauso wie den AfD. Ich kann mir die alle anhören und ich kann mir überall schauen, was ist die Wahrheit an dem, was du sagst. Und das ist auch sehr interessant, weil sehr oft wird man dann in eine Ecke geschoben. Kaum sage ich was, bist du in der rechten Ecke. In die rechte schiebt man die Leute immer am leichtesten. Ne? Und da habe ich absolut nichts am Hut. Ne? Also ich bin überhaupt kein Rechter. Einer meiner Großonkel haben die Nazis erschlagen. Also ich bin ein Wahrheitssucher, ich bin ein Rebell, wenn man so will. Und ich möchte mal schauen, ob nicht ein paar tausend Rebellen auf einem Grundstück sich sehr gut vertragen können. Wenn sich jemand interessiert, bei euch mitzumachen, auch ein Stück Land zu erwerben und nach Paraguay auszusiedeln, gibt es da gewisse Voraussetzungen? Muss er ein Minimum, so wie in Amerika, da dürfen nur die rein, die mindestens $50.000 mitbringen oder so. Gibt es Voraussetzungen oder sagst du, jeder, der aufgewacht ist und der ein vernünftiger Mensch ist, der kann auch zu uns kommen? Hast du einen Filter? Also
prinzipiell, ja, sage ich einmal so, jeder, der ein vernünftiger Mensch ist und aufgewacht ist und mitmachen will, hat einmal prinzipiell die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Wir müssen nur jetzt von der Reihenfolge her natürlich auch vernünftig vorgehen. Und daher brauche ich zuerst einmal die Menschen, die auch dort ein Grundstück erwerben wollen, ja, die auch dort auch auswandern wollen, die auch wirklich jetzt aktiv rübergehen wollen. Ja. Das ist alles wesentlich günstiger, als wenn man nach Amerika oder nach Kanada oder nach Ungarn auswandert. Ungarn kostet ja auch schon 350.000 beim Auswandern übrigens. Ja, das ist interessant. Und Paraguay hat hier zwei Vorteile. Erstens einmal kann ich eine permanente, lebenslang gültige, noch muss man auch dazu sagen, das könnte sich ändern, man kann eine lebenslange Aufenthaltsgenehmigung bekommen, ohne dass man sofort übersiedeln muss. Wenn du nämlich nach Amerika zum Beispiel eine Green Card hast und du übersiedelst nicht binnen 2 Jahren, dann verlierst du die Green Card. Hatte ich schon. Ne? Ich hatte schon eine Green Card. Kanada ähnlich, Australien ähnlich. In Uruguay zum Beispiel musst du innerhalb von 1 Jahr auswandern, sonst verlierst du die Daueraufenthaltsgenehmigung. In Paraguay, und das sind 3/4 unserer Interessenten, haben nicht vor, Deutschland zu verlassen. Das ist auch interessant. Die suchen sich einen Rückzugsort. Wenn es alles schief geht. Wenn es schlimmer wird, als es jetzt ist. Also viele Deutsche sehen die Entwicklungen, genauso wie wir sie sehen, denken aber, es wird nicht so schlimm werden. Ja? Und das Problem ist, es wird halt leider schlimmer. Und ich sehe es leider, egal wo ich wie hinschaue, ich sehe nicht, wie es besser werden. Sein, sondern man muss nur Realist sein. Man braucht kein Pessimist sein, um das zu verstehen. Ich bin ein Optimist und deswegen gewinne ich jede Wette. Wenn irgendeiner sagt, und am 17.07.2017, berühmtes Datum, kann man alles nachlesen, ja, da kracht, sage ich, völlig falsch. Da mache ich jederzeit eine Wette. Das wird nicht krachen. Es wird am 17.07.2017 nicht krachen. Ja? Und es wird auch 2019 nicht krachen. Aber irgendwann einmal geht das schön langsam den Bach runter, was wir hier angefangen haben. Das ist realistisch. Das heißt, die meisten, 3/4 der Leute wollen einen Rückzugsort und investieren jetzt dort in ein Grundstück, vielleicht später einmal bauen sie dort ein Haus und haben das für den Fall das. 1/4 der Leute, die wir rüberbringen, wandern aktuell aus. Also die sind oft innerhalb von 6 Monaten, 8 Monaten, einem Jahr, sind übersiedelt. Das sind auch die Leute, mit denen wir das einmal jetzt aufbauen. Und das ist eigentlich auch wichtig, eine wichtige Botschaft. Was kostet das Auswandern? Paraguay ist hier noch relativ preisgünstig, also inklusive der Reise, Vollpension, inklusive allem drum und dran, inklusive der ganzen notariellen Arbeit, die wir machen müssen. Also da ist unser Team eine ganze Woche beschäftigt und wir haben hier Limits bei jeder Reise. Also mehr als 20 Aufenthaltsgenehmigungen kriegst du nicht hin bei einer Reise. Ne? Das ist mal ungefähr bei 3.600 Euro, also bis unter 4.000 Euro in jedem Fall. Ja? Und damit hat man die Einwanderungsgenehmigung, man braucht nur einmal hinfliegen. Wenn man nämlich das nicht macht, so wie wir es machen, damit wir das in einer Woche hinkriegen, musst du öfter einreisen. Und so brauchst du nur einmal einreisen und du hast einmal deine Cedula, das ist deine Daueraufenthaltsgenehmigung. Mit einmal einreisen, unter 4.000 Euro kostet das immer noch. Ne? Okay, ja. Und ich weiß nicht, wo der Euro jetzt hingeht, aber unter 4.000 Euro bist du. Du musst aber 5.000 Euro hinterlegen als Deposit, das kriegst du wieder zurück nach 3 Monaten. Also wenn man jetzt von Kosten redet, bist du auf 4.000 Euro, das ist einmal an Kosten drinnen. Bei 5.000 Euro musst du deponieren, die kriegst du aber nach 3 Monaten zurück. Und dann kaufen die Leute ein Stück Land bei uns. Ja? Das fängt ungefähr bei 14.000, 15.000 Euro an. Also ja, das kostet Geld. Wir suchen Bäcker, wir suchen Metzger, wir suchen alles. Wir suchen Lehrer, wir suchen Mediziner, ja, Alternativmediziner. Hallo, hier Maurer, kannst du machen. Handwerker, alles, wir suchen Maurer, weil die Menschen sind nämlich das wirkliche Kapital. Ne? Also ich merke gerade, dass in mir selber gerade es anfängt zu jucken und ich jetzt nicht nur, weil wir uns ja schon vorher über das Thema unterhalten haben, sondern dass ich auch selber feststelle, dass es auch für mich und meine Familie so einen Plan B geben sollte. In der Fliegerei ist jeder unterwegs und hat immer einen Ausweichflugplatz. Ja, kein Flieger fliegt los, ohne dass er vorher geplant hat, wenn was ist und ich da nicht landen kann, dann muss ich ausweichen. Genau. Und ich freue mich jetzt drauf, in den nächsten Sendungen mit dir diesen Ausweichflugplatz mal genauer zu analysieren. Also
Schon mal ersten Dank für diese Einschätzungen und jetzt bin ich wirklich neugierig, was du mir in den nächsten Sendungen noch alles erzählen Wir wirst. haben ja 12 Themen, die hast du dir ja auch aufgeschrieben, damit wir es uns merken. Wir reden im ersten Interview nach dieser Einführung über Gesundheit und Verjüngung. Ja, Verjüngung ist auch wichtig, weil was habe ich davon von meinem Geld, wenn ich immer älter werde? Wir reden über zweites Thema Migration, die Zerstörung der deutschen Werte, aber auch vom Positiven, weil ich bin absolut kein Feind von Migranten, aber man muss es sehen, wie kann man das Ganze auch positiv sehen. Im dritten Thema von Finanzinvestments im Zeichen von Crash und Krisen. Ja, Leute haben immer noch das Geld auf der Bank und in der Lebensversicherung und warum und wieso sollte man das anders machen. Dann reden wir von dem Problem Immobilienanlagen. Zwangssteuern auf Immobilien und Edelmetallen. Die Leute glauben, dass Edelmetalle die absolute Sicherheit ist halt auch relativ. Das fünfte Thema wird sein Geld, Bargeldabschaffung und was Geld in Paraguay bedeutet, zum Unterschied zum Euro. Ein hochinteressantes Thema, wenn ich einmal diese Geldscheine herzeige und dann am Meter mal sehen kann, wo die Unterschiede sind. Das sechste Thema wird sein Steuerrepression und Stasi-Finanz. Eines der Hauptthemen, warum wir Unternehmer nach Paraguay kriegen, weil die haben spätestens nach der zweiten Betriebsprüfung die Schnauze voll. Also eure Finanz ist ja noch schlimmer als die unsere. Ne? Aber okay. Das siebte Thema wird sein Unternehmertum, ja, statt Unternehmertum, ja, weil wir als Unternehmer immer mehr durch die Bürokratie, durch unser Sozialsystem, durch das System, wie es ist, ein Unternehmer ist eigentlich der schlimmste Sklave, der unterste Sklave überhaupt. Und statt dass der Staat die wichtigsten Leute in seinem Land schützt, nämlich die Unternehmer, die noch etwas unternehmen, sondern die eigentlich, als Unternehmer bist du heute der Schwerverbrecher, der Geldwäscher, der Steuerhinterzieher und was auch immer noch, ja, der Sozialbetrüger. Ne? Klar. Das achte Thema wird sein Bürokratie, ja, das Problem der Bürokratie, die Dauerbeschäftigungstherapie, die wir haben, ja, wo wir nicht mehr zum Denken kommen. Das neunte Thema wird sein Bildung in Freiheit. Da sprechen wir dann über den Bankrott unseres Bildungssystems und unseres Schulsystems, was wir tun. Das 10. Thema wird sein Kultur. Wird ein spannendes Thema, freue ich mich schon auf die Diskussion, weil was ist jetzt wirklich Kultur und was ist Kunst? Was darf Kunst alles und was soll sie? Vor allem in dieser Grätsche zwischen einem Land, wo wir sagen, wir haben 16 Quadratkilometer absolute Freiheit. Und jetzt sage ich, Moment, aber bei der Kultur muss man ja auch schauen, Freiheit zu etwas und Freiheit von etwas. Und das 11. Thema wird sein Freiheit durch geistiges Wachstum. Da gehen wir dann in das Thema Religion, Wachstum, ob jetzt jemand die Bibel liest oder meditiert oder ob jemand einfach in die 5. Dimension aufsteigen will. Das ist ja der Grund, warum wir das tun. Deswegen, aber das soll jeder auf seine eigene Fasson. Also ich persönlich, ich hasse es, Menschen Vorschriften zu machen. Ich bin geheilt von allen Sekten, kann man alles nachlesen. Ich mag keine Sekten, ich mag keine Herrenmenschen, ich mag niemanden, der sich besser vorkommt als der andere. Das Grundprinzip ist, wir wollen uns auf gleicher Augenhöhe begegnen. Deswegen, die Leute nennen mich Professor und andere Doktor und Magister und Quark. Ich brauche das nicht. Ich möchte einem anderen Menschen auf gleicher Augenhöhe als göttliches Wesen entgegenkommen, als unendlich fähiges, unendlich tolles, göttliches Wesen entgegenkommen. Und auf dieser gleichen Augenhöhe möchte ich aber auch behandelt werden. Und das muss doch, um Gottes Willen, auf einem Platz der Welt möglich sein. Und wenn wir dann unsere Differenzen einfach durch Kommunikation regeln können und jeder aber auch, wir können verschiedener Meinung sein und wir können uns trotzdem lieben, wir können trotzdem auf ein Bier gehen und du hast deine Meinung, du kannst ultra links sein und ein anderer kann ultra rechts sein, es ist völlig egal. Rechts und links ist überhaupt ein Unsinn. Ja? Also wir können verschiedene Meinungen sein und wenn ich so eine Gemeinschaft formen kann mit ein paar tausend Leuten und der Welt dann zeige, dass das geht, dann kommen andere. Ich will auch gar nicht das Monopol. Ich bin nicht der gescheiterste Mensch der Welt, überhaupt nicht. Es gibt so viel Gescheitere. Deswegen haben wir auch ausgeklammert, über die Probleme zu reden, weil die sind sowieso schon von gescheiteren Leuten dargestellt als von mir. Das brauche ich nicht noch meinen Senf draufgeben. Ich möchte aber sagen, okay, wir ziehen die Konsequenz. Wir ziehen diese Konsequenz. Wir gehen auf ein neues Stück Land und versuchen es einmal anders. Das ist unser grünes Paradies. Okay, jetzt waren wir bei Punkt 11. Einer haben wir, glaube ich, noch, oder? Haben wir Der noch letzte ist dann eine Zusammenfassung, wo wir dann einfach nur noch einmal hergehen und sagen, okay, das sind die Themen und wem es interessiert, der ist uns jederzeit willkommen, egal woher er kommt, er ist uns willkommen. Wir freuen uns, wenn er beiträgt. Ich habe nur die Bescheidenheit, dieses Spielfeld hingestellt zu haben. Spielen, Leute, müsst ihr. Okay. Lieber Erwin, da bin ich jetzt sehr gespannt, in dieses Thema einzusteigen. Also
Wir haben viel zu tun, gehen wir es Ja. an. Und liebe Zuschauer, wie gesagt, das ist der Auftakt einer Gesprächsreihe. Es geht um eine Möglichkeit, Probleme nicht nur zu lösen, sondern sie auf eine ganz neue Art anzugehen und dadurch eine neue Welt zu machen. Ich freue mich drauf, wenn ihr reinschaut. Bis bald beim nächsten Thema.